Mahlzeit, werte Kartoffeln und Menschen und auch Nicht-Menschen, die von mir erteilte Lizenz besitzen, sich als Kartoffel zu identifizieren. Außerdem begrüße ich Nicht-Kartoffeln, Menschen sowie Nicht-Menschen und auch Mitglieder der in diesem Video angesprochenen Personengruppe, welche Pelz tragen, ohne dass es etwas mit Schimmel zu tun hätte, es sei denn, man würde die Bezeichnung für ein Pferd meinen, oder ohne dass es etwas damit zu tun hat, dass diese Personengruppen ihren Wohlstand oder ihr Ansehen zum Ausdruck bringen wollen. Heute geht es nämlich um Furries. Was sind Furries, fragt ihr euch? Nun, von oben, rein objektiv betrachtet, sind es ein Haufen Leute, die mit sich selbst so unzufrieden sind, dass sie, anders als zum Beispiel Maskottchen, die für das Tragen eines Ganzkörpertieranzuges bezahlt werden, Unmengen an Geld dafür ausgeben, einen Ganzkörpertieranzug zu bekommen, meist anthropologische Tiere, deren Aussehen, Verhalten, Design, Anatomie und Färbung selbstbestimmt sind. Und dann geht man auf irgendwelche Conventions um. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was man auf Conventions macht. Außerdem ist das Furry-Fandom immer noch aus einer recht uninformierten Sicht heraus dafür bekannt, auf diversen Seiten irgendwelche meist selbstgemalten oder fotografierten Bilder zu anderen Furries oder zu einem selbst hochzuladen, meist verbunden mit einem Fetisch. Oder um es ganz stumpf zusammenzufassen, Furries sind notgeile Depris, die auf LSD sind. Mal gucken, wenn ich mit diesem Satz jetzt getriggert habe. Aber von innen betrachtet, naja, es ist eigentlich kaum anders. Es ist ein Fandom wie jedes andere auch, das sich auf irgendwelche Bücher oder Serien oder whatever fokussiert. Bloß, dass man sich eben nicht auf irgendwelche Bücher und Serien fokussiert, sondern man eine eigene Welt erschaffen hat und davon ein Fandom ist. Der ein oder andere fragt jetzt natürlich: Aber Cube, warum machst du eigentlich ein Video über Furries? Bist du jetzt selber ein Furry? Und naja, was soll ich dazu sagen? Nein. Habt ihr jetzt irgendeine andere Antwort erwartet oder so? Was schaut ihr mich so an? Ich mach dann jetzt einfach weiter. Der Hauptgrund für dieses Video ist eigentlich nur der, dass ich, als ich das letzte Mal durch die Untiefen des Internets gesurft bin, mich noch an Geschichten von vor circa 3-4 Jahren erinnert habe und außerdem mir aufgefallen ist, dass unnormal viele Leute mittlerweile irgendwie in irgendwelchen Ecken, wo sie nur können, wo es irgendwie die Möglichkeit dazu gibt, irgendwelche Furry-Witze rausbringen. Und ja, die meisten sind zwar nur als Scherz gemeint und ich kann auch über viele lachen und alles, aber einige davon meinen das halt wirklich ernst, was sie da schreiben. Es gibt ein komplettes, ja, wenn man es halt so nennen möchte, Fandom speziell gegen Furries. Aber warum? Um beide Seiten besser zu verstehen, müssen wir noch etwas tiefer in Furries eindringen. Der Satz klingt irgendwie falsch. Können wir die Aussage vielleicht zurück? Ich habe außerdem noch ein paar Leute angeschrieben, um zu fragen, ob die mir vielleicht mit einigen Fragen helfen könnten. Oder um ganz genau zu sein, ich bin auf Furfinity gegangen und habe random irgendwelche Leute von der Startseite ausgewählt und eine Copy-Paste-Message geschickt. Und es gab Antworten. Viele, die mir jedoch geantwortet haben, wollen aber lieber eher anonym bleiben, weil sie den Hass von anderen Furries und von den Leuten, die eben keine Furries sind, nicht noch weiter auf sich fokussieren wollen. Das spricht eigentlich soweit schon Bände, oder? Ich meine, ich werde jetzt noch keine Meinung an der Stelle vertreten, aber wir behalten es mal im Hinterkopf. Starten wir jetzt also erstmal mit dem Deep Dive in die Furry-Szene. Digga, dieser Satz klingt immer noch so unfassbar falsch, Mann. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist so heiß, Mann. Ich zieh meinen Hut aus. Sorry, Mann. Ich zerstöre vermutlich gerade eine Illusion, aber es ist einfach viel zu heiß. Komm, ich zieh auch die Jacke aus. Ja, was bin ich eigentlich auch im Winter, eine Jacke im Haus anzuziehen, Mann? Die Heizung ist aus und ich schwitze trotzdem. Es gibt tatsächlich Fandoms, die zu dem Furry-Fandom tatsächlich gar nicht mehr so verschieden sind. Das mögt ihr vielleicht jetzt nicht ganz so hören, aber darunter gehören zum Beispiel Gamer oder auch Weeps. Denn während du, werter Weep, darauf stehst, dass minderjährige Schulmädchen von einem Oktopus 15 Mal vergewaltigt werden, so steht ein Furry zum Beispiel auf die Penetration durch eine 80 Kilometer lange Version des 11. Finger des Mannes. Doch bevor jetzt die eine oder andere Personengruppe ihren Kopf gegen die Tastatur schmettert, weil die beschriebenen Szenarien, wenn überhaupt Einzelfälle sind, lasst mich ausführlich erklären. Denn wie zum Beispiel bei Weeps gibt es bei Furries auch noch verschiedene Unterkategorien, wie zum Beispiel Animatoren, Geschichtenerzähler, Zeichner, Fetischzeichner, Auftragszeichner, Crafts and, ich glaube, da gab, Fursuit and Crafts, was habe ich noch vergessen? Ich glaube, das war's. Liedschreiber. Digga, was zur Hölle ist ein Furry-Lied? Hier steht Liedschreiber, was zur Hölle ist ein Furry-Lied? Schreibt's mir nicht unten rein, ich will's nicht wissen. Und von den Zeichnern habe ich gerade angemerkt, es gibt 3 verschiedene Arten. Es gibt normale Zeichner, es gibt die Auftragszeichner und es gibt Fetischzeichner. Und es gab wirklich, wirklich viele Fetischzeichner. Und eben genau das ist der Grund, warum das Furry-Fandom eigentlich so gehasst wird. Denn das ist genau das, was so heraussticht. Und eben so ziemlich viel von dem, was gerade aufgelistet worden ist, ist der Grund, warum das Furry-Fandom in dem Licht steht, in dem es steht. Ich meine, ich muss sagen, es ist wirklich verständlich. Ich denke nämlich, an der Stelle muss ich mal kurz den Begriff Fursuit erklären. Denn ich glaube, wir alle wissen, was ein Zeichner ist. Die Kategorie Fursuit und Crafter beschränkt sich darauf, zu zeigen, was für fantastische Dinge man selbst irgendwie hergestellt hat. Unter anderem auch sogenannte Fursuits, welche eigentlich nur Ganzkörpertieranzüge sind. Meist in, wie gesagt, der Form
Form eines imaginären anthropologischen Tiers. Und für die Leute, die den Begriff Anthropologie nicht kennen, das ist die Wissenschaft des Menschen. Das heißt, wenn man von Anthropologie in Bezug auf Furries spricht, dann redet man da über das Verhalten und meistens auch das Aussehen von Menschen. Stellt euch einfach mal eine Katze vor, aber die Katze hat statt Pfoten Hände und Füße, steht aufrecht, kann sprechen und kleidet sich. Oder eben nicht, je nachdem. Und jetzt stellt euch mal vor, so eine Katze kommt euch auf der Straße einfach entgegen. In genauso groß wie ihr und in deutlich breiter. Und jetzt stellt euch mal vor, diese Leute kommen in irgendwelchen Rudeln die Straße entgegengelaufen oder belagern in ganzen Herden irgendwelche Hallen. Ich kann mir vorstellen, wie sich einige Leute dabei unwohl fühlen können. Denn in den meisten Fällen nennt man sowas merkwürdig. Und das wird auch nicht besser, wenn die Katze nur einen überdimensionalen Kopf hat, nur gigantische haarige Pfoten oder nur dieses Ding hinten kleben hat. Es ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und jetzt einmal zurück zu den Zeichnern, denn holy, von denen gibt es viele. Zum einen werden Furries für ihre Zeichnungen bewundert, was man auch irgendwie nachvollziehen kann, und zum anderen werden Furries dafür auch gehasst. Erinnert euch noch so vor einer Minute, als ich diese Auftragszeichner erwähnt habe? Ich hoffe doch, wenn nicht, habt ihr nämlich ein ziemlich schlechtes Gedächtnis. Ich erkläre das Prinzip kurz. Andere Leute zeichnen Zeug für andere Leute. Das war kurz. Das machen sie dann meist aber nicht gratis, das kostet dann meist schon das ein oder andere. Ich habe ja vorhin erwähnt, ich habe random Leute auf Fur Affinity angeschrieben, nennen wir es einfachheitshalber einfach FA, ist irgendwie die Abkürzung dafür. Einer von den Leuten, die geantwortet haben, hat geantwortet: Bruder, ich habe keine Ahnung, was du von mir willst, aber ich bin kein Furry. Ich zeichne nur, weil man hier gut Geld verdienen kann. Aber irgendwie sind die Furries schon ganz nice so. Und dass man da viel Geld verdienen kann, ist wahr. Also das Höchste, was ich bisher an Preisen gesehen habe, liegt bei $320. Ein Furry namens Vent Katsemaru erzählte mir allerdings auch schon von bis zu $1.000. Also. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Part, warum Furries wieder gehasst werden. Zum einen zeichnen sie sehr gut. Gut, dafür werden sie nicht gehasst. Aber zum anderen ist es so teuer, weil Sex sells. Es gibt schon fast unnormal viele Fetischauslebungen und Kombinationen im Furry-Fandom. Von Bronies zu Fußfetischisten, zu Leuten, denen einer abgeht, wenn jemand so aussieht wie Jumbo Schreiner, zu Leuten, die gerne selbst in Gummi und Latex verwandelt werden wollen, zu Leuten, die sich selbst oder gegenseitig sowohl mit als auch ohne Ageplay ankacken und anpissen, zu Leuten, die ganz ausgewachsene Körper lebendig verschlucken, zu Leuten, die gerne schrumpfen, zu Leuten, die auf Rollenspiele stehen, zu Leuten mit überdimensionalen Geschlechtsorganen, die mehr weißes Zeug produzieren, als Tony Montana verkaufen könnte. Es ist alles dabei, häufig auch in kombinierter Form. Und warum das so ist, dazu kommen wir noch später. Aber wenn man das so erstmal von oben sieht, dann kann man schon eventuell daraus schließen, dass das Furry-Fandom einfach nur dauerhorny ist. Dazu kommen aber noch zwei Sachen. Denn wenn andere Leute malen, dass sie, wenn sie angezogen sind wie Tiere, andere Leute, die so angezogen sind wie Tiere, Vergenuss knuspern, könnte man eventuell daraus schließen, dass sie es auch mit echten Tieren machen würden. Und natürlich auch, dass sie es im Anzug machen. Ich meine, das gibt dem Ganzen nochmal so einen Extra-Touch. Stellt euch einmal vor, da kommt einfach so eine halbnackte Domina die Straße lang gelaufen, so. Und dann eine ganze Gruppe. Ungefähr so ist das. Oder eine ganze Herde in der Halle belagert. Ungefähr so ist das. So kann man sich das dann vorstellen. Und da gibt es noch ein weiteres Problem. Denn nochmal zurück zur Sodomie betrachtet, das machen einige auch. Nicht viel, das muss man unbedingt dazu sagen, aber wenn man auch noch diese Unmengen an SFW und NSFW-Contents betrachtet, dann könnten Leute, die sich nicht ganz so mit dem Thema informiert haben, sehr schnell auf falsche Gedanken kommen. Und eben wegen diesen zwei Problemen und eben wegen diesen Unmengen an Fetisch-Content, den man da geboten bekommt, entstand eben dieser Hass auf das Furry-Fandom. Dieser weitete sich aus, denn in der Bibel steht, das ist unnormal. Und natürlich, wenn Menschen sich wie Tiere verhalten wollen, dann darf man sie doch auch jagen. Und auch abgesehen von den ganzen Leuten, die das Ganze ernst meinen und damit quasi sagen, ich knall dich ab, weil du nicht auf das Gleiche stehst wie ich, hat sich das Ganze noch weiter vergrößert. Denn Leute, die ohnehin schon Hass verbreiten, einfach nur weil Leute anders sind, haben recht schnell gemerkt, dass man den Hass noch größer verbreiten kann, denn viele Furries sind Mitglieder der LGBT-Community. Und auch wenn sich dieser Hass nur in Beleidigungen, Mobbing und in Memes, die nur dann lustig sind, wenn man sie eben nicht im Ernst meint, zeigt, gab es auch solche Vorfälle wie 2014 auf dem Midwest Furfest. Das hat sich gereimt. Bei dem man von einem fucking Gasangriff auf ein dortiges Hotel ausging. Da fragt man sich doch einfach wirklich nur, wieso? Ich meine, das Event war ja noch nicht mal in Deutschland. Aber als wäre das noch nicht genug, ist das Furry-Fandom ja sehr bekannt dafür, dass die Leute dort sehr unzufrieden mit sich selber sind. Die sind dann so in dieser Depri-Phase, wo man lernt, Geige auf seinem Arm mit dem Messer zu spielen. Das ist kein Product Placement. Aber warum, darüber reden wir gleich noch. Dieses Mobbing zieht sich dann so weit heraus, dass irgendwelche Furries dann irgendwann angefeuert werden, Suizid zu begehen. Wobei, eigentlich wäre das irgendwie schon interessant zu sehen, wie so ein bunter Fuchs einen Backflip vom Horrors macht. Also fassen wir zusammen. Furries sollen gejagt und getötet werden, wurden gejagt, wurden angegriffen und verletzt, sollen sich selbst umbringen und das einfach nur, weil sie den biologischen Sinn des Lebens etwas anders ausleben als normale Menschen, ich sag jetzt einfach mal normale Menschen,
und das auch noch öffentlich machen. Ihr könnt jetzt mal selber darüber nachdenken, ob das moralisch irgendwie vertretbar ist. Also ich persönlich sage jetzt mal nein. Aber warum sind Furries so, wie sie sind? Ich habe, wenn ich das noch nicht oft genug erwähnt habe, irgendwelche random Leute auf Furaffinity angeschrieben und ein paar zufällige Fragen gestellt, die mir einfach so spontan eingefallen sind. Ich hätte ja auch gerne Anti-Furs angeschrieben, dass, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, die Gegenseite von Furries sind, damit ich eben auch die Gegenseite beleuchten kann, aber A, ich weigere mich auf solche Seiten einzulassen und B, ich kenne auch überhaupt solche Seiten gar nicht. Also habe ich jetzt ein paar Furries, die ich natürlich alle in die Beschreibung tue, außer natürlich die anonym bleiben wollen, und außerdem gibt es von euch unten links, das müsste, Sekunde, da sein? Nein, das ist rechts. Von da müsste es sein. Da wird die Quelle angegeben. Sorry, die Kamera ist spiegelverkehrt. Mein Brain, das checkt das nicht. Also ich werde das Ganze jetzt so gestalten. Ich werde die Frage mal vorlesen, dann einmal irgendwo hier einblenden, wo halt Platz ist. Und dann werde ich einmal sagen, was ich dazu zu sagen habe und einmal das, was Furries dazu zu sagen haben. Und ja, starten wir dann einfach mal. An die Furries, die ich angeschrieben habe, nehmt eure Checkliste zur Hand und hakt ab, wo ihr euch wiedererkennt. Und bitte seid nicht traurig, wenn es in irgendeinem negativen Zusammenhang steht, okay? Okay, doch nein, bevor wir noch anfangen, ich möchte auch mal kurz was dazu sagen. Und zwar, ich habe halt wirklich viele Leute angeschrieben, so. Und von den Leuten, die ich angeschrieben habe, gab es wirklich unnormal wenig von den Fetischartisten, die geantwortet haben. Das ist halt wirklich erstaunlich, weil ich habe mich halt wirklich relativ lange mit deren Accounts halt so auseinandergesetzt. Und es gibt so eine Page, die heißt Journals oder sowas, da kannst du halt ein bisschen schreiben, was du halt so gerade denkst, so Facebook-mäßig. Und dann gibt's Leute, die da lieber rumheulen, was denn alles so scheiße im Fandom läuft und wie scheiße doch ihre Familie sie behandelt, weil sie im Fandom sind. Und dann kommt jemand, neutral betrachtet, sagt, yo, ich kann darüber komplett neutral, objektiv berichten. Und stattdessen ignorieren die den einfach. Lieber wird weiter rumgeheult. Ja, ich verstehe das einfach nicht. Ich blick das halt wirklich nicht. Wir machen das einfach weiter, okay? Wir machen jetzt einfach weiter. Was ist das Furry Fandom? Was bedeutet es, ein Furry zu sein? Könnten Sie es in eigenen Worten beschreiben? Und ja, deutsche Leute, die ich angeschrieben habe, habe ich gesiezt. Ich glaube, diese Frage habe ich im Intro-Bereich schon recht gut ausgiebig erklärt, aber ich glaube, ich werde dazu noch ein bisschen was ergänzen. Ein Furry zu sein ist auf jeden Fall eine Lebenseinstellung und sie bedeutet so viel wie die Liebe zu anderen Tieren und vor allem auch zueinander. Da Furries sich selber einen sogenannten Fursona erstellen können, können sie halt wirklich das sein, was sie immer sein wollten. Warum es unbedingt die Form eines Tieres oder auch eines Fabelwesens sein muss, hängt wohl damit zusammen, dass Tiere und Fabelwesen viel mehr verschiedene Formen haben, als Menschen es haben. Und man sich so individueller gestalten kann. Außerdem glaube ich, dass man sich Tieren, zum Beispiel einem Hund, viel besser öffnen kann als einem Menschen, denn der Hund macht sich nicht darüber lustig, dass du immer noch Bettnässer bist, denn der hat absolut keinen Plan, worüber du gerade redest. Das heißt also, du kannst also zu einem Tier schneller eine emotionalere, eine persönlichere und eine verständnisvollere Beziehung pflegen. Deswegen gehen Furries auch eher so offen mit ihrer Sexualität um. Sie finden es halt schwer, sich einem Menschen zu öffnen, der einem nahesteht, weil so, was weiß ich, einem Vater oder eine Schwester kann man halt nicht so gut ersetzen, wie irgendeinen random Typen aus dem Internet, der vermutlich das Gleiche durchlebt hat. Hier jedoch in der Familienbeziehung kommen wir noch zu einem kleinen Problem, was mit den Vorurteilen, zu dem wir gleich noch kommen, zu tun hat. Denn es ist so, dass es wirklich viele Furries gibt, die sich für ihre zweite Identität halt schämen, wegen eben diesen Vorurteilen. Das ist natürlich eine Art des Selbsthasses und abgesehen davon, dass das nicht gesund ist, sorgt es auch noch dafür, dass viele Furries eher schüchtern und introvertiert sind. Oder um es kurz zu sagen, die haben halt ihre Emo-Phase. Das ist zumindest meine Interpretation. Was sagen denn andere? Nun, man war sich erstmal uneinig, ob es jetzt ein Lebensstil ist oder ein Fandom. Einig jedoch waren sich alle, dass es absolut normal ist und dass man sich mit Tieren viel besser identifizieren oder viel besser sympathisieren kann. Erstaunlicherweise fanden es die meisten wichtig, zu erwähnen, dass es sich um anthropologische Tiere und deren Verhalten handelt. Und aus meiner Sicht stimmt das auch. Ich habe bisher noch wirklich keine Bilder gesehen von irgendwelchen normalen Bären, die man malt, während sie in den Wald kacken. Außerdem sagte man mir, dass das Furry-Dasein eher eine Flucht aus der Realität ist. Wo wir wieder bei den Leuten sind, die mit sich selbst zu unzufrieden sind. Egal. Wichtig war für uns ziemlich alle Leute ab dem Punkt schon zu erwähnen, dass das Furry-Fandom absolut nichts mit Sodomie zu tun hat. Aber dazu kommen wir noch später. Yellow Dogwolf sagte zu der Frage, dass es sehr viel mit Cartoons zu tun hat, in dem eben auch die Tiere sich häufig verhalten wie Menschen. Jemand Anonymes hat Furries mit Animes und Catgirls verglichen und da diese recht beliebt sind, kann er nicht so wirklich verstehen, wie man Catgirls lieben kann, aber Furries hassen kann. Drip Pony und Umbrevion, welcher eigentlich Captain Kronos genannt werden möchte, sagten dazu, dass es sich eigentlich nicht um ein Fandom, sondern um eine Community handelt, welche sich aus verschiedenen kleinen Fandoms zusammensetzt. Was zwar nie die Frage war, aber dennoch eine ganz interessante Frage aufwirft. Und zwar, ist das Furry Fandom überhaupt ein Fandom? Und ganz stumpf allein von der Definition her betrachtet, ist es kein Fandom. Ich meine, du kannst ruhig Fan von einem Tier sein, aber das macht noch lange kein Fandom. Das wäre so wie zu sagen, die Bewohner meiner Stadt mögen es zu leben. Wir sind das Lebensfandom. Und die Tatsache, dass das Furry Fandom ja nicht mal ein wirkliches Fandom ist, macht den ganzen Hass auf das Furry Fandom
eigentlich noch dümmer. Denn im Vergleich zu einem Fandom ist eine Community halt wirklich nur eine Gruppe von Leuten, die halt zeigen, was die sind. Das heißt, also wenn man sowas sagt wie ich hasse das Furry-Fandom, heißt das so viel wie ich hasse irgendwelche Menschen, die ich nicht kenne, aus Gründen, die ich nicht verstehe. Warum sind sie ein Furry? Warum sind sie es immer noch? Seit wann und wieso? Ich habe meine Geschichte ja jetzt schon das ein oder andere Mal auf Twitch erzählt, deswegen glaube ich, können wir diesen Part jetzt einfach mal skippen. Für die Leute, die die Geschichte hören wollen, es wird vielleicht irgendwann mal ein extra Video dazu geben. Oder ihr folgt mir einfach auf Twitch und stellt mir die Frage 300.000 Mal nochmal. Interessant war, dass die Gründe der gefragten Furries sich eigentlich kaum von ihren Antworten zu der Definition des Furry-Fandoms geändert haben. Denn die häufigste Antwort war, weil sie Tiere mögen. Zweithäufigste Antwort übrigens war, wegen Geld. Furries zahlen halt gut für Sex. Die dritthäufigste Antwort war, irgendwelche Freunde haben mich da reingezogen. Und die vierthäufigste Antwort war, wegen Cartoons. Pirate Eagle sagte mir, zumindest wenn ich das so richtig übersetzt und verstanden habe, dass es damals auf 4chan jeden Freitag irgendwie einen Tag gab, wo Furries am Abend ihre Pornobilder hochladen durften und dann gab es immer Leute, die da halt irgendwelche Shitposts runtergepostet haben. Er war einer davon und irgendwann gab es mal ein Bild, das er selber ganz gut fand und bam, Furry. Oder so. Spooky Boo schrieb dazu, dass es bei ihr eher Zufall war, dass sie sich in der Schule mit einem Freund einfach dahin gesetzt hat und irgendwelche Comics gezeichnet hat und einfach nur Tiergestalten genommen hat, weil sie eher schlecht da drin war, menschliche Gesichter zu zeichnen. Grüße an die Leute, die sich an der Stelle noch an Superfish erinnern, was vermutlich niemand hier ist. Bitte fragt nicht nach. Traponi sagte, dass seine oder ihre Reise mit dem Lucario aus dem Film Lucario und das Mysterium von Mew anfing. An der Stelle noch einmal zu Lucario, denn Lucario hat so einen gewissen Ruf, dass jeder, der Lucario mag, automatisch zum Furry wird. Nein, wisst ihr was? Das Risiko gehe ich ein. Ja, du bist aber auch ein kleiner, ne? Ja, guck mal hier, hast du jetzt die Box von deinem Vater oder sowas. Besser als Fernsehen. Lehrreicher. Sind die Vorurteile aus Seiten der Furries wahr? Sind Furries eher, sagen wir, friedliche, liebliche und oder freundliche Gesellen, die Liebe im Sinne der Akzeptanz, Toleranz und Geborgenheit verteilen? Also von dem, was ich mitbekommen habe, hält sich in Grenzen. Und auch die Furries sagen, dass es sich eher in Grenzen hält. Vor allem im Internet, wo Furries gerne Internet Justice League spielen, total einen auf Rambo machen und vor allem sich bei Themen wie Politik komplett bis aufs Knochenmark zerfetzen. Dieses Bild wurde mir wirklich sehr oft deutlich gemacht. Und von jedem, der das gesagt hat, wurde nochmal extra erwähnt, dass sie ein Herz für Drama haben. Man wird schnell ignoriert, wenn man keine Reichweite hat oder man keine Gratisbilder irgendwie springen lässt. Wenn man dann allerdings irgendwelche Personen im echten Leben trifft oder sie ein bisschen länger kennt, dann ist das dann tatsächlich anders. Heißt also, wenigstens nach außen hin tun sie so, als wäre es friedlich. Aber innerlich gibt es Verbesserungspotenzial, um es freundlich auszudrücken? Also so wie überall anders auch. Auf der anderen Seite jedoch, das war allerdings die eindeutige Minderheit, gab es die Leute, die gesagt haben, dass vor allem die friedliche und freundliche Akzeptanz und Toleranz im Furry-Fandom eine sehr große Rolle spielen. Und dass man das vor allem merkt, wenn man zuvor in irgendeiner Art und Weise sozial ausgegrenzt worden ist. Ne, oder er sich eben einfach nur so gefühlt hat. Komplett einig war man sich allerdings darüber, dass in überdurchschnittlich vielen Fällen man wegen irgendwelchen sozialen Problemen, wie zum Beispiel der sexuellen Unsicherheit, man nicht ausgegrenzt, sondern viel eher akzeptiert wird. Chamanalong oder Tiamanalong oder sowas sagte mir, dass es jedoch untereinander sehr viel Kink-Shaming gibt. Er oder sie beispielsweise ist ein Diaper-Fur und wurde deswegen auch schon des Öfteren als pädophil bezeichnet. Einfach nur, weil er oder sie es mag, dass die Bilder so gestaltet sind, dass die Furries Windeln tragen. Was auch okay ist, also nicht die Bezeichnung mit dem Pädophil sein, sondern einfach nur das Windeltragen, weil in vielen Teilen ist es einfach nur ein Rollenspiel, welches sogar relativ nachvollziehbar ist, wenn man darüber nachdenkt. Aber ich glaube, ich habe im Skript später noch was dazu geschrieben, deswegen lassen wir dazu jetzt einfach mal die Erklärung weg. Außerdem wurde ich von Pirate Eagle gewarnt, dass Nicht-Furries, die sich direkt mit dem Thema auseinandersetzen, eher nicht so gern gesehen werden. Was ich von den meisten Twitch-Erfahrungen, die ich an der Stelle gemacht habe, auch wirklich bestätigen kann, nur auf FA eben nicht, weil die Leute haben mir einfach nur nicht geantwortet. Sind die Vorurteile aus Seiten der Anti-Furs wahr? Ist es so, dass Furries es auch gerne im echten Leben mit Tieren treiben? Ist Furry nur ein Fetisch? Sind wirklich so viele Furries homosexuell oder transsexuell? Sind Furries meist nur irgendwie emotional verwirrt bzw. deprimiert? Bevor ich die Frage beantworte, hier nochmal ein kleiner Einspieler, denn Chamanalong oder Tiamanalong oder so hat mich darauf hingewiesen, dass es in dieser Frage so klingt, als wäre Homosexualität etwas Schlechtes. Und ich habe mir die Frage wirklich durchgelesen und ja, es kommt halt wirklich genauso rüber, als würde ich das meinen. Dazu möchte ich also nochmal erwähnen, dass es mir wirklich komplett egal ist, wer mit wem ballert. Also, ihr könnt machen, was ihr wollt, okay? Ihr könnt ballern, mit wem ihr wollt, solange beide Parteien einverstanden sind und solange auch beide Parteien in der Lage sind, damit einverstanden zu sein. Dieser Abschnitt hängt jetzt nur deswegen mit den Vorurteilen der Anti-Furs zusammen, einfach nur, weil ich es zum Beispiel auf 9gag recht häufig, meistens als Witz aufgefasst,
sehe, dass irgendwelche Leute das wirklich als Front unter irgendwelchen Furry-Posts schreiben. Nun aber zurück zur Fragestellung. Von dem, was ich gesehen habe, stimmt das erste nur so zum Teil zu. Der Rest stimmt einfach nur zu. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen. Auf der Startseite von FA werden immer so die 30 neuesten Bilder ausgestellt. Und wenn man dann den SFW bzw. NSFW-Filter ausstellt, sind mindestens 60% davon mit irgendeinem sexuellen Hintergrund zu verstehen. Des Weiteren sind ca. 90% von den Furries, die ich kenne, was nicht viele sind, und von den Furries, die ich angeschrieben habe, homosexuell oder transsexuell. Gut, das ist jetzt vielleicht Zufall und nicht ganz so ausschlaggebend, denn von den ca. 100.000 Leuten, die auf FA angemeldet sind, habe ich so ca. 100 oder 200 Leute angeschrieben, von denen noch deutlich weniger Leute geantwortet haben. Aber ist halt dennoch viel. Und das mit der Sexualität hängt, glaube ich, wirklich mit Frage 1 zusammen. Außerdem kann ich sagen, dass wirklich viele Furries, die ich selber kenne, sich entweder selbst verletzen oder sich selbst verletzt haben. Ich sehe häufig entweder irgendwelche Bilder, die Einsamkeit und Trauer ausdrücken sollen, oder vielleicht sogar Bilder, die Rest-in-Peace-Zeichen ausdrücken wollen, weil irgendein Furry sich das Leben genommen hat. Ich habe Kanäle gesehen, in denen wirklich nichts anderes mehr in den Kommentaren drin steht als irgendwelche Trauerbekennungen. Und ich stelle mir halt wirklich die Frage, das Ding ist, es ist wirklich unfassbar viel, was ich da gesehen habe. Und ich stelle mir wirklich die Frage, ist es wirklich so schwer, sich nicht umzubringen oder selbst zu verletzen? Und im Gesamtbild dieser Art von Kommentar habe ich von sehr vielen Furries als Rückmeldung bekommen. Erstmal sind sich alle Leute einig, dass Sodomie absolut nichts mit dem Fandom zu tun hat, sondern eher sogar das Gegenteil der Fall wäre, weil man sich wirklich sehr stark für Tierwohl einsetzt. Der Rest der Vorurteile wurde eigentlich soweit sehr stark bejaht. Da es ja wirklich viel NSFW, SFW-Material gibt, würde mich interessieren, wie gehen Sie damit um? Oder was denken Sie, wie geht das Fandom damit um? Mögen Sie es? Hassen Sie es? Ignorieren Sie es? Gibt es für Sie tolerierte Aspekte? Sind Sie Teil davon? Persönlich sage ich, dass sexualisierter Content erstmal in jedem Fandom absolut normal ist. Ding ist, wie soll ich das jetzt am besten erklären? Also, wenn ich auf Google von meinem Lieblings-Pokémon irgendwelche Fanartikel oder so suche und dann auf Shopping gehe, ist circa jedes zweite Beispiel, jeder zweite Beitrag irgendein Waifu-Aufdruck von ihm und circa 300 anderen verschiedenen Pokémon der Eiergruppe Humanoid in einem Gangbang. Das ist einfach so mega weird. Ich suche, was weiß ich, eine Büste von Lucario oder sowas, die ich mir dann in den Schrank stellen kann, und ich bekomme einfach als Ergebnis Bilder von Lucario, der so unfassbar weiß fleckenversehrt ist, dass man einfach denken könnte, das wäre ein Dalmatiner. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, mich und Louis macht das ein bisschen traurig. Schaut, wenn ihr eure Fetische irgendwie ausleben wollt, dann ist das natürlich absolut kein Problem. Aber das, was ich da auf FA sehe, ist fast schon kinderfreundlicher Porn. An der Stelle gibt es übrigens ein kleines Subgenre von dem, worüber Chamalong, ich muss irgendwie, ich weiß nicht, ich brauche eine Abkürzung für den Namen. Ich glaube, der kommt nicht mehr so oft vor. Doch, da unten sehe ich ihn noch einmal. Chamalong oder Tiamalong gesprochen hat. Und zwar über die Diaper- oder Baby-Furs. Die sind aus dem Grund so unbeliebt, weil es unter dem auch noch ein weiteres Subgenre gibt. Das Problem dabei, wie im restlichen Furry-Fandom, ist dieses Subgenre ungefähr so repräsentativ wie Tierficker. Es heißt Cup-Porn. Und ich muss mal sagen, ne, wenn ich das zu Recherchezwecken jetzt auf Google eingegeben hätte, dann würde das FBI vor meiner Tür stehen. Und ich lebe in Deutschland, da gibt es nicht mal ein FBI. Cup ist nämlich Englisch für das Wort Jungtier. Und dabei geht es wirklich um die sexuelle Befriedigung von minderjährigen Fursonas. Wie auch immer, ich bin abgedriftet. Sei nur einmal gesagt, nur weil du ein Diaper- oder Babyfur bist, bist du noch lange kein Pedo. Es sei an der Stelle übrigens auch nochmal gesagt, bevor jetzt irgendwie, was weiß ich, ein Weltkrieg ausbricht oder sowas. Denn das wäre jetzt schon ein bisschen blöd, wenn die Deutschen noch im Dritten Weltkrieg schuld wären. Aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, es ist okay, wenn ihr auch in einem Fandom eure Fetische auslebt, aber das Furry-Fandom übertreibt es einfach komplett. Das wäre an der Stelle auch gar nicht mal so ein großes Problem, wenn die Leute es A, richtig taggen würden, B, Tag-Blacklists wirklich funktionieren würden und C, diese Einstellung zum SFW-NSFW-Filter kein absoluter Witz wären. Und kann mir mal jemand erklären, warum das verdammte milchgebende Hackfleisch größer sein muss als das Bildformat? Vielleicht ist das auch nur meine spießige Meinung, weil ich die Fetische irgendwie nicht verstehe oder weil mein armes Lucario mittlerweile einen gewissen Ruf besitzt. Das Ding ist, man kann auch keinen Spaß mehr mit irgendwelchen animalistischen Charakteren aus irgendwelchen Serien, Büchern oder Filmen haben. Bei Furries brauchen die nur 3 Sekunden sehen und schon existieren tonnenweise Porn davon. Ich meine, das hat wirklich mal jemand gemacht. Der hat wirklich gemessen, als Beispiel jetzt Ratchet und Clank, der neue Ratchet und Clank Trailer, der hat wirklich gemessen, wie lange, was auch immer, im Bild zu sehen war, das waren 3 Sekunden irgendwas, und hat dann verglichen, wie viel Ergebnisse es auf der
Seite, hieß sie E621, 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 was auch immer, gibt. Von Seiten der Furries gab es 3 verschiedene Antworten. Ignoriere ich. Ja, bin schon Teil davon, so. Also, solange ich bezahlt werde, ist mir sowieso alles egal. Es gab auch zum Beispiel die Antwort von Pirate Eagle, der sagte, ich stehe nur auf den richtig abgefuckten Scheiß. Fox Mama und Tiamalong oder Tiamal, ich glaube, das war das. Nee, einmal kommt es noch. Sorry, wenn ich eure Namen falsch ausspreche, okay? Sorry, wenn ich all eure Namen falsch ausspreche. Ich meine, ehrlich gesagt, das ist mir ziemlich egal, aber trotzdem tut's mir irgendwie leid. Tiamalong sowie auch einige Anonyme sagten dazu, ja, ich mach zwar selber mit, aber ich habe auch absolut keine Ahnung, wieso das eigentlich so ist. Erstaunlicherweise sagte die Mehrheit allerdings, dass sie eher den cleanen und cuten Stuff mögen. Ich meine, das liegt vielleicht daran, dass mir mehr SFW-Leute geantwortet haben als NSFW. Luis, komm her, es gibt noch Hoffnung. Jetzt einmal kurz, um Verwirrungen in Zukunft auch vorzubeugen. Das hier ist Luis, das Riolu, und das hier ist Funke, das Fukano. Abgesehen davon, dass die beiden unnormal süß sind, haben die beiden auch einfach Ehre. Gab es schlechte Erfahrungen mit Furries, die sie gemacht haben? An der Stelle könnte ich jetzt Geschichten von damals erzählen. Oder ich könnte halt irgendwie ein separates Video dazu machen. Genauso gut könnte ich auch irgendwelche Geschichten, die ich auf Twitch erlebt habe, erzählen. Aber ich glaube, das würde dann auch in diesem separaten Video kommen. Ich glaube, das wäre ein bisschen lustiger. Ich glaube, man könnte es aber auch an der Stelle als eine schlechte Erfahrung werten, dass mir so unfassbar wenig Leute geantwortet haben. Vielleicht sind sie auch einfach nur scheu. Ich meine, schlussendlich waren es einfach nur ganz normale Fragen, aber gut, dann eben nicht. Die Leute, die jedoch geantwortet haben, haben häufig das gesagt, was in Frage 3 schon beleuchtet worden ist. Das sind Leute, die entweder einen versuchen auszunutzen oder unbedingt Internet Justice League spielen müssen oder sowas. Die geilste Antwort jedoch, die ich bekommen habe, war von jemand Anonymem. Und zwar hat er einfach von jemandem, ich muss an der Stelle schon mal Entschuldigung sagen, ich kann die Quelle nicht nachprüfen. Ich kann sie vermutlich nachprüfen, ich bin zu faul dazu. Jemand Anonymes hat mir das gesagt, so. Und ich habe das nicht nachgeprüft. Das heißt, es tut mir schon mal leid, wenn es nicht stimmt. Aber wenn es einfach stimmt, dann holy fucking shit. Der hat mir von jemandem erzählt, der heißt einfach Foxler. Und das soll eine Zusammensetzung sein aus dem englischen Wort Fox, also Fuchs, und Hitler. Das ist einfach Fuchs-Hitler. Oder das ist einfach Adolf Linkler in Scheiße. Also darauf, worauf die Person halt heraus wollte, ist halt einfach nur, dass es Nazis gibt, die sogar den Namen Nazi First bekommen haben. Dass es Leute gibt, die einfach nur homophob sind oder Leute, die Tiere misshandeln, da die entweder on camera wirklich töten oder halt das mit den Tieren machen, was man unter Bienchen und Blümchen versteht. Wobei dann die angesprochenen Furries die notgeilen Bienchen mit dem harten Stachel sind und die Tiere dann die Blümchen, die einfach nur unschuldig da sitzen müssen und sich nicht wehren können. An der Stelle muss man das mal so betrachten. Ist das Sprichwort mit den Bienchen und Blümchen eigentlich so ein Codewort für Vergewaltigung? Im Großen und Ganzen hat, Digga, ich komme immer noch nicht auf Fuchs-Hitler klar, Mann. Im Großen und Ganzen hat niemand irgendwie großartig Geschichten erzählt, was ich zwar irgendwie erwartet habe, aber gut, dann nicht. Meistens wurde dann über die gleichen Leute gesprochen, die einem einfach nur auf den Sack gehen, weil sie irgendwie Gratisbilder oder Aufmerksamkeit haben wollen. Oder eben, dass einfach nur Leute irgendwie Kink-Shaming betreiben oder einfach nur homophob sind. Pirate Eagle hat mir dann erzählt, dass es auch Sachen gab, die an der Stelle so weit gegangen sind, dass er Morddrohungen erhalten hat. Also die Beispiele der Befragten blieben halt im Rahmen des, ja, die haben entweder alle keinen Respekt oder eben alles zu dem, was ich gerade alles erzählt habe. Alter Fuchs-Hitler. Und an der Stelle muss ich sagen, wir kommen langsam zum Ende unseres Videos. Denn auf die restlichen Fragen wurde entweder teilweise halbherzig, teilweise gar nicht geantwortet. Oder auch so wenig, dass ich damit einfach nichts anfangen kann, jetzt das noch in dieses Video einzubauen. Ich mach mal eben Licht an. Ich glaube, ich bin nämlich ein bisschen unterbelichtet. Und die Lichtverhältnisse stimmen auch nicht ganz. Als Endresultat muss ich also sagen, oh Schreck, wer hätte es gedacht, dass der Hass auf das Furry-Fandom einfach nur dumm ist und Leute, die das Furry-Fandom einfach hassen, oder auch desinformiert sind. Jedoch muss ich auch dazu sagen, dass viele Furries einfach nur dumm sind. Erst meckern, dass man nicht verstanden wird, dann Leute nicht aufklären oder sogar noch beleidigen. Und so ist einfach niemandem geholfen. Also ich finde definitiv, dass das Furry-Fandom eine Existenzberechtigung hat, sich die Leute allerdings definitiv anders verhalten sollten. Denn Leute, die sowieso schon die ganze Zeit meckern und dann auch noch so reagieren wie so ein 10-jähriger COD-Spieler, der deine Mutter, ja speziell deine Mutter gefickt hat, ist einfach widersinnig und das komplette Gegenteil von dem, was Furries von sich behaupten, selber zu sein. Auch unter den Leuten, die ich angeschrieben habe, gab es Leute, die gesagt haben, dass sie sich selber dafür schämen, ein Furry zu sein oder das Fandom sogar deswegen verlassen haben,
Einfach nur, weil es diese Vorurteile gibt und Furries an sich selber nichts daran setzen, diese Vorurteile irgendwie zu widerlegen. Nein, viel eher bestärken sie. Furries von oben betrachtet sind ja erstmal eine ganz nette Community. Von innen betrachtet jedoch sind es einfach nur ein Haufen voller arroganter Dauerhorny-Typen, die einfach nur unangenehm sind. Natürlich gilt das nicht für alle Furries, aber für einen Großteil ist es einfach nur wahr. Eigentlich hätte das Fandom was richtig Nices werden können, ja? Aber durch die ganzen eben genannten Punkte ist es einfach nur das, was der typische Neigagger von heute sieht. Ein Meme über dauergeile Leute, die Teil eines Fandoms sind, welches sich selbst kaputt macht. Deswegen an alle Furries, verändert mal was. Versucht den positiven Vorurteilen der Furries gerecht zu werden. Und akzeptiert mal mehr Sachen. Und sexualisiert nicht alles. Wenn das Furry-Fandom doch dazu da ist, sich neu zu erfinden, dann sollte man doch eher mehr aufeinander zugehen und sich mehr gegenseitig tolerieren und akzeptieren. Vor allem sollte man nicht die Internetseiten, auf denen man denkt, dass man von den bösen Vorurteilen sicher ist, nicht in 1:1 die bösen Vorurteile verwandeln. Auch wenn Hate gegen überhaupt jemanden einfach nur dumm ist, sind Furries an ihrem eigenen Verderben so ziemlich schuld. Denn so wie sie sich zeigen, werden sie auch gesehen. Intolerant, unfreundlich, dauerhorny, arrogant und sehr deprimierend. Und da kann euch auch kein Video rausholen, was sagt, dass Hass gegen das Furry-Fandom dumm ist. Und an der Stelle muss ich sogar schon sagen, dass das Video hier zu Ende ist. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gelaufen, weil mir zum einen sehr wenig Leute geantwortet haben und zum anderen, ja, ich auch das Video irgendwie schnell fertig haben wollte, weil ich ja versprochen habe, yo, das Video wird kommen. Und wenn ich dann über so lange Zeit nicht arbeite, weil ich immer sage, ich habe zu wenig Antworten, dann ist das natürlich auch für die doof, die auf das Video irgendwie gewartet haben. Also, wenn das nächste Mal mehr als nur 20 Leute wirklich sich dazu entscheiden, meine Fragen zu beantworten, dann wäre das Video vielleicht sogar ein bisschen länger gewesen. Es wird deswegen vielleicht sogar, wenn sich dieses Mal Leute noch dazu entscheiden, halt, ich habe doch noch was zu sagen, sogar einen zweiten Teil geben. Aber erstmal danke ich an den Leuten, die teilgenommen haben. Das wären darunter Juts T, Pirate Eagle, Fox Mama, Jamanalong, ich sag doch, der kommt nochmal wieder, Jamanalong, Umbrevion, beziehungsweise Captain Kronos, Maro, Spooky Boo, Draponi, Gothwolf, Vent Katsemaru, Chats, Yellow Dogwolf, Gemini Sand, und Ali Chart und auch natürlich jeden anonym gebliebenen. Also ja, danke für eure Worte. Hätten mir mehr Leute geantwortet, wäre das Video vielleicht noch eine Stunde länger geworden und ich unnormal heiser. Ich wünsche mir, dass sowohl Furries als auch die Anti-Furs sich irgendwas aus diesem Video hier mitnehmen können, vielleicht sogar die Message verbreiten und dass sich Fur Affinity, DeviantArt, Ink Bunny, E621 und wie sie doch alle heißen, auch irgendwann mal verändern. Also wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, über die ihr reden wolltet, wo ihr denkt, jo, das könnte vielleicht in den zweiten Teil reinkommen oder so, dann meine Kommentare sind immer offen. Auch mein Community-Discord-Server, welcher unten verlinkt ist, der ist auch immer offen, da könnt ihr mich auch direkt anschreiben. Und mein For Affinity-Account, ich glaube nicht, dass ich den großartig behalten werde, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall ist alles unten verlinkt. Sonst kann man mich auch noch über Twitch erreichen. Also, das war's an der Stelle auch schon mit dem Eigenwerbung-Part. Die Befragten, die kein Problem damit hatten, genannt zu werden, wurden natürlich alle unten verlinkt. Einige davon sind mit einem NSFW verlinkt, weil, der Content halt ein bisschen über 18 ist. Also ja, wenn ihr auf diesen Kanal dann raufkommen wollt, dann müsst ihr wissen, wie man mindestens diesen Knopf drückt, oder auch in der Lage sein, das überhaupt sehen zu können. Also wenn ihr geistig nicht dazu in der Lage seid, dann empfehle ich euch, dann nicht raufzuklicken. Und wenn ihr nicht 18 seid, dann schon gar nicht. Nun denn, ich wünsche dem Fandom eine gute Zukunft. Ich wünsche den Furries mehr Toleranz, den Anti-Furs mehr Akzeptanz und keinem von euch irgendwie Hate. Ich wünsche euch aber allen, dass ihr weiterhin als kritische Kartoffeln durch die Welt schreitet, immer schön konstruktiv und nett bleibt und naja, oder zumindest sowas ähnliches. Und naja, tschüss oder uwu, wie man so schön sagt. In Produktion dieses Videos wurden keine Furries verletzt und nicht einmal gewichst.